Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für ein leckeres Paprikahähnchen. Dafür als erstes 2 Paprikaschoten entkernen, anschließend in mundgerechte Stücke schneiden und außerdem je 2 Zwiebeln sowie Knoblauchzehen abziehen und grob hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Paprika, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Als nächstes kommen die Gewürze dazu. 1 Teelöffel scharfes Paprikapulver, außerdem 3 Teelöffel süßes Paprikapulver und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Alles einmal kurz miteinander verrühren, bis sich das Paprikapulver gut verteilt hat. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten in die Pfanne. Eine Dose gehackte Tomaten dazu gießen. Die Tomaten ebenfalls einmal kurz unterrühren und jetzt habe ich hier noch insgesamt 8 Stücke Hähnchenfleisch, aufgeteilt in je 4 Ober- und 4 Unterkeulen, ohne Haut. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch einfach die ganzen Schenkel verwenden, das Fleisch in die Pfanne legen, von oben nochmal mit etwas Salz und Pfeffer würzen und dann alles mit Wasser aufgießen, bis das Hähnchen knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist. Danach den Pfanneninhalt einmal zum Kochen bringen und das Hähnchen bei niedriger Hitze und geschlossenem Deckel für 1 Stunde sanft schmoren lassen. Nach 1 Stunde sollte das Hähnchen gar sein. Jetzt den Deckel einmal abnehmen, die Hähnchenteile aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen. Und dann kümmern wir uns noch schnell um die Soße. Dafür als erstes einen Schluck kaltes Wasser mit einem Esslöffel Speisestärke verrühren, in die Pfanne geben, außerdem 200 Gramm Creme Fraiche dazugeben, alles einmal gut miteinander verrühren und dann die Hähnchenteile zurück in die Pfanne legen und alles nochmal kurz gemeinsam köcheln lassen. Danach sind wir fertig. Das Paprikahähnchen serviere ich heute zusammen mit gekochten Nudeln. Als Beilage könnt ihr aber im Prinzip nehmen, was ihr wollt. Noch etwas fein gehackte Petersilie für die Garnitur und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.